Und hier handelt es sich um den Panasonic V727, um genau sein HC V727. Das ist ein Camcorder. Der nimmt in Full HD auf und verfügt auch über integriertes Wi-Fi, das heißt WLAN. Man kann mit diesem Camcorder und einem Smartphone einfach mal die ganze Kamera fernsteuern, inklusive Videostreaming. Man kann das Video also live streamen, während man es aufnimmt und die Steuerung dem Smartphone überlassen. Ist unglaublich praktisch, wenn man ganz alleine arbeiten muss, wenn man bloggt oder ähnliches, ist sicherlich auch praktisch. Und zusätzlich hat die Kamera auch einen 21-fach Zoom, optischen Zoom. Ja, dann werden wir das Ding noch erstmal in aller Ruhe auspacken, denn ein Review dazu kommt später. Ja, bevor wir das Ganze hier auseinandernehmen, nochmal kurz die Verpackung in all ihrer Pracht. Hier seht ihr nochmal die Daten, Full HD, 50-fach Zoom intelligent, das wird dann mit dem Digitalzoom sein, den kann ich euch von Hause aus schon mal nicht empfehlen. Digitalzoom ist immer ein Kompromiss zwischen Qualität und Zoom und immer nur den optischen Zoom solltet ihr nutzen. Die Brennweite steht hier unten auch drauf, das sind 28 mm effektiv und das Ganze geht dann bis zu 729 mm im Videomodus und im Fotomodus ebenfalls. Das Ganze beginnt mit einer Lichtstärke von 1,8, wenn ich nicht irre, und geht bis zu 3,5. Der Filterdurchmesser ist übrigens 46 mm, wer jemand eine Gegenlichtblende drauf machen will. Und hier ist nochmal die Wi-Fi-Information. Dann auf der Rückseite sieht man auch nochmal die Information, welche Software beiliegt. Das ist die HD Writer AE 5.0. Das ist eine Videoeditierungssoftware von Panasonic. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen was mit Zubehör. Ja, dann packen wir das Ganze mal aus. Aufgenommen wird es übrigens gerade mit der Sony A57 und der Autofokus ist aktiviert. Ihr könnt also ein bisschen pumpen. Das ist einer der Gründe, wieso ich mir hier einen Camcorder zugelegt habe. Für Unboxing, Reviews und ähnliches. In diesem Bereich kann ich wirklich Camcorder ans Herz legen. Der Autofokus ist einfach mal besser als bei den Spiegelreflexkameras. Die sind mehr zum szenischen Film gut. Und wenn man einen festen Fokuspunkt einstellen will, ja, hier haben wir gleich mal die Kamera mit einem kleinen Infokärtchen. So, was auch ein Bild ist. Ja, durch dieses Ustream, also Streaming, kann man die Kamera im Prinzip auch als Überwachungscam benutzen. Witzigerweise einfach Kamera in den Hausflur oder das Kinderzimmer, gucken, ob die Kleinen wieder irgendeinen Mist bauen. Das Ganze kann man dann auch live sehen und aufnehmen. So, hier haben wir einmal die HD Writer Software und dann nochmal die Bedienungsanleitung. So, packen wir mal hier hin. Das war übrigens, was ich hier wortlos rausgelegt habe, das Ladegerät. Dann haben wir hier nochmal die Bedienungsanleitung. So, eine Kundenregistrierung, mehrsprachige Infozettelchen, die Kurzbedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, nochmal in anderen Sprachen. Dann haben wir hier eine Anleitung, wie man die Verbindung über Wi-Fi herstellt. Und noch einige Informationen zur Übertragung des Videosignals und ähnliches. Hier nochmal in einer anderen Sprache und hier nochmal die Garantiekarte. Das war es aber noch nicht. So. Hier ist noch mehr, wie man sieht. Und zwar haben wir jetzt einen Zubehörschuhadapter mit einem Standard-Zubehörschuh. Dann haben wir ein Mini-USB-Kabel, ganz normales Mini-USB-Kabel und auch ein HDMI-Kabel, ein Mini-HDMI, wie es aussieht. Oh, mal hier ran. Mini-HDMI zu Standard-HDMI. Und dann nochmal ein Steckerkabel für das Ladegerät und den unglaublich großen Akku. Also ich habe jetzt nicht riesen Hände oder so, der ist wirklich recht winzig. Gut, das ist ein Camcorder, die sind auch ein bisschen kleiner, aber hier sollte man sich wirklich weitere Akkus zulegen oder Hochleistungsakku, damit man ausreichend Zeit zum Aufnehmen hat.
So, jetzt kommen wir zum Herzstück erstmal des Ganzen, dem Camcorder. So, also ihr sehen könnt, hier in die Lücke unten kommt dann entsprechend der Akku hinein. Hier haben wir auch noch ein paar Infos. Gehen wir uns näher ran. So, 1080 TV-Lines, das ist also in der Höhe 1080 Pixel. Klar, ist ja auch Full HD. Von vorne, hier sieht man eine Schutzblende. Das sind etwas größere Lamellen, macht einen stabilen Eindruck. Sollte man trotzdem nicht mit dem Messer raufknallen. Und hier sieht man auch mal die Brennweite. 2,82 mm bis 59,2 mm. Das ist die Nettobrennweite. Aufgrund des kleinen Sensors entspricht es halt entsprechend etwa 28 bis 700 noch was Millimeter, 20-fach Zoom. Und die Lichtstärke bei Offenblende ist 1,8. Wenn man hier in den Fokus kommt. So. Dann haben wir oben noch eine kleine LED, ist wahrscheinlich auch für Fotos, aber soll wohl auch für Videos sein. Und 28 mm Weitwinkel ist halt schon recht gut. Da geht natürlich noch ein bisschen mehr, aber für so Camcorder ist das schon anständig. Hier haben wir auf der einen Seite hier nochmal Anschluss für Strom. Darüber kann man das wahrscheinlich auch laden. So, und zwar ist das hier wirklich kein Ladegerät, sondern nur ein Netzteil. Ihr müsst also in der Kamera in dem Fall laden. Das Ding kommt in die Kamera auf die rechte Seite hier. Macht einen gut verarbeiteten Eindruck. Hier hinten haben wir noch ein Info, das dürfte für NFC sein, denn die Kamera verfügt auch über NFC. Das heißt, damit kann man mit einem entsprechenden Smartphone vorausgesetzt die Kamera mit dem Smartphone super pairen. Und Rückseite haben wir einen Standardanschluss, Gewinde hier für Stative. Und hier hat es auch mal einen SD-Kartenanschluss. SDHC, SDXC dürfte die Kamera wohl fressen. Auf der Oberseite sehen wir hier einmal, ja, das dürfte intelligenter Automatikmodus sein, vermute ich mal stark. Ich habe das Ding jetzt noch nicht ausprobiert. Und OIS ist der optische Stabilisator, der geht über 5 Achsen, soll also sehr gut sein und schon fast ein Schwebestativ ersetzen können, wenn man die Kamera anständig ruhig hält zumindest. Hier haben wir einen Fotobutton, die Kamera kann also auch Fotos machen und die Zoom-Wippe. Fühlt sich recht wertig an, der Kunststoff macht einen griffigen Eindruck. Für den Sommer wahrscheinlich auch ganz gut, dass man da nicht so rüberflutscht mit der Hand, wenn man schwitzt. Hier haben wir auf der rechten Seite hinten noch Wiedergabe, Videomodus und Fotomodus. Und natürlich die obligatorische Schlaufe hier, um den Camcorder zu halten. Und hier als Start, Stopp für die Aufnahme. Und natürlich wäre es ein ziemlich blöder Camcorder, wenn er keinen Monitor hätte. Den klappt man hier an der Seite einfach auf. Ihr seht hier ein Standard 16:9 Monitor. Zugleich hat er auch einen Touchscreen und man kann ihn natürlich so nach unten schwenken. Ist natürlich jetzt unpraktisch, wenn man nicht gerade im Liegen filmt. Nach oben für Aufnahmen in Bodennähe und natürlich nach vorn für Self-Shots entsprechend. Und entsprechend auch so umklappen als Kontrolle. Also in alle wichtigen Richtungen schwenkbar. Und hier haben wir auch noch weitere Anschlüsse in der Innenseite. Schauen wir mal kurz. Yes, so einmal den Mini-HDMI-Anschluss. Ich denke mal, das beiliegende Kabel könnt ihr auch für andere Kameras benutzen. Wo haben wir es? Hier, das Mini-HDMI-Kabel. Das könnt ihr wahrscheinlich auch für eure digitale Spiegelreflex, wenn ihr eine haben solltet, mit Videofunktionen benutzen. Dann haben wir halt den USB-Konnektor und einen Mikrofonanschluss, ganz wichtig. Wer etwas professionell arbeiten möchte, der nimmt natürlich den Ton mit einem anständigen Mikrofon auf. Und einen Ausschalter. Dann haben wir hier einmal zum Batterielösen, die werden wir mal kurz ranmachen, testweise. So, gucken. Ah ja, so, Batterie dran. Zum Lösen des Akkus einfach hier ziehen und dann den Akku hier oben runterdrücken. So, bitteschön. Und dann haben wir hier noch Shoe Adapter Release. Hier kann man dann den Zubehörschuh wahrscheinlich wieder lösen. Jetzt mal gucken, der muss ja hier irgendwo angebracht werden. Also hier könnt ihr dann zum Beispiel Videoleuchten anbringen oder ein Mikrofon, also zum Beispiel ein Mono-Richtmikrofon wäre meistens zu empfehlen. Und jetzt schaue ich mal kurz, wie ich das ganze Ding hier montiere. So, nachdem ich kurz mal die Kamera angeschaut habe, habe ich den Slot gefunden. Und zwar hätte ich eher erwartet, dass der Zubehörschuhadapter irgendwie hier oben befestigt wird. Nein,
er wird einfach hinten reingeschoben. Sieht ein bisschen versaut aus, aber so muss das sein. Einmal hier hinten rein das Ding. So, und hier könnt ihr dann das Zubehör entsprechend montieren. Mit Akku steht halt immer noch ein bisschen der Zubehörschuh über, aber wenn man jetzt einen Hochleistungsakku nimmt, die es hoffentlich geben wird, dann dürften die ein bisschen tiefer sein und dann ist das von der Tiefe her wieder eben, denke ich mal. Also hier einfach das Mikrofon entsprechend drauf und wenn man jetzt ein Mikrofon hat, dann ist das auch nicht so wild, weil in der Regel ist das ja ein bisschen höher und steht weiter nach vorne ab, sodass es dann wieder auf der Höhe hier wäre. Besser als wenn es vorne hier montiert wäre und dann hier vorne irgendwo rumgurkt. Von daher schon nicht unpraktisch. Ja, lösen kann man wie gesagt den ganzen jetzt hier nicht so einfach. Da muss man den Button hier drücken und dann kann man es wieder rausnehmen. So, das war es zum kurzen Unboxing. Ich hoffe, es war einigermaßen ausführlich und es wird wie gesagt noch ein Review dazu geben. Also, wenn ihr zu der Kamera bei meinem Review noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann könnt ihr die gleich hier unter dem Unboxing stellen und ich versuche sie dann entsprechend in dem Review mit einzuarbeiten und euch die Fragen dann zu beantworten. Ich werde mir die Kamera in aller Ruhe anschauen die nächsten Wochen und werde dann ein paar Aufnahmen mitmachen und das Ganze dann zusammen in dem Review einbetten und das würdet ihr auf YouTube wieder sehen und auf meiner Webseite wird es auf jeden Fall verlinkt. Wenn das Video fertig ist, könnt ihr natürlich immer noch ein paar Fragen stellen, allerdings wäre es praktischer, wenn euch die vorher einfallen würden.